Ja, vielen Dank, dass Sie mir heute Gelegenheit geben, das Buch Rassismuskritik, eine Einführung vorzustellen. Vielleicht vorweg, ich halte die Frage, wer spricht wann, über wen und wie, für eine äußerst relevante Frage, gerade im Kontext von Rassismus. Es ist Teil des Problems, dass die Stimmen derjenigen lange Zeit nicht gehört wurden, die Rassismus erfahren, derjenigen, die alltäglich Zielscheibe von Rassismus sind. Seit ein paar Jahren ändert sich dies langsam. Dieser, wie es häufig genannt wird, Perspektivwechsel ist nicht nur aus moralischen und politischen Gründen, sondern auch in, sagen wir, epistemologischer Hinsicht wichtig, ja unverzichtbar, weil durch ihn Rassismus in seiner ganzen Breite und Tiefe und vor allem auch in seinen Auswirkungen hör- und sichtbar wird. Ich habe diese Perspektive nicht und deshalb mache ich Veranstaltungen zum Rassismus in der Regel immer im Tandem, das heißt mit Personen zusammen, die nicht wie ich die Wahl haben, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen oder es eben nicht zu tun. Auch die Form gehört zur rassismuskritischen und das heißt ja auch immer machtkritischen Praxis und dagegen verstoße ich heute und zwar, wie ich betonen möchte, mit Unbehagen. Ebenso relevant erscheint mir, was Ruth Klüger einmal über Antisemitismus schrieb. Zitat: Zwar sind die Folgen des Antisemitismus ein jüdisches Problem, der Antisemitismus selbst jedoch ist das Problem der Antisemiten, mit dem sie gefälligst und ohne meine Hilfe fertig werden möchten. Das gilt auch für andere gesellschaftliche Gewaltverhältnisse. Niemand, der von ihnen profitiert, kann sich aus der Verantwortung nehmen. Niemand kann sich auf die Rolle der unbeteiligten Beobachterin zurückziehen. Niemand kann sich, wenn Sie so wollen, aus der Affäre ziehen. Jede und jeder muss sich verhalten, muss sich entscheiden und entscheidet sich auch, ob bewusst oder unbewusst. Es gibt kein Außerhalb. Okay, dies vorweg. Beginnen möchte ich meinen Vortrag mit einem Zitat von Frantz Fanon aus Schwarze Haut, weiße Masken. Das Buch 1952 veröffentlicht, Fanon war damals 27 Jahre alt, halte ich, trotz aller berechtigten Kritik, die in den Jahrzehnten danach formuliert worden ist, für einen Schlüsseltext der Rassismuskritik, der es verdient, auch heute noch sehr genau gelesen zu werden. Fanon schreibt dort in dem für ihn typischen, dezidierten Duktus, Zitat: Ein für allemal stellen wir folgendes Prinzip auf. Eine Gesellschaft ist entweder rassistisch oder nicht. Solange man diese Evidenz nicht erfasst hat, wird man an einem großen Teil der Probleme vorbeigehen. Zitat Ende. Fanon setzte dieses Prinzip sehr bewusst der liberalen Rassismuskritik seiner Zeit entgegen, also all jenen Erklärungsversuchen von Rassismus, die diesen auf ein rein subjektives Phänomen, ein Vorurteil, ein Ressentiment, eine Einstellung reduzierten. Dem setzte Fanon die Perspektive derjenigen entgegen, die Rassismus alltäglich am eigenen Leib erfahren. Für sie stellt sich das Problem anders dar. Rassismus ist eine ständige Bedrohung, er durchdringt alle Bereiche des Lebens, er ist dort, wo Menschen durch physische Gewalt getötet werden, er ist aber auch dort, wo Menschen alltäglich erniedrigt und beleidigt werden, ihre Rechte strukturell verletzt und ihre Lebenschancen systematisch zerstört werden. Rassismus hat eine massive gesellschaftliche Materialität. Er ist für diejenigen, die ihm ausgesetzt sind, eine Erfahrung der Gewalt. Dies ist die erste rassismuskritische Maxime, der bereits erwähnte notwendige und unverzichtbare Perspektivwechsel hin zu den Erfahrungen der Menschen, für die Rassismus alltäglich ist. Die zweite Maxime, die für Fanon ebenfalls völlig klar war, lautet, dass eine Rassismuskritik ohne Gesellschaftsbegriff keine Rassismuskritik ist. Rassismus ist nur zu begreifen, wenn man die Gesellschaft und Geschichte begreift, die die rassifizierte soziale Ungleichheit und damit Ungerechtigkeit immer wieder aufs Neue hervorbringt. Und die Gesellschaft, die historisch den modernen Rassismus hervorgebracht hat, war und ist zweifellos, da stimme ich Nancy Fraser zu, eine kapitalistische Gesellschaft. Das zu betonen ist wichtig, um die Zusammenhänge nicht aus dem Blick zu verlieren. Klassenausbeutung, bürgerliche Geschlechterherrschaft und rassistische Unterdrückung. Nancy Fraser hat dafür in ihrem neuen Buch mit dem treffenden Titel Der Allesfresser gewichtige Argumente zusammengetragen, gehören historisch in einen Zusammenhang. Also, zweite Maxime, ohne kritische Gesellschaftstheorie keine Rassismuskritik.
Rassismus ist in das institutionalisierte Ordnungsgefüge, das wir Gesellschaft nennen, eingebaut. Er ist Teil der Struktur, der ideologischen Struktur und der materiellen Struktur. Rassismus ist also ein gesellschaftliches und damit ein strukturelles Problem und kann auch nur als ein solches gelöst werden. Im Folgenden will ich ein paar Argumente zusammentragen, die begründen sollen, warum ich das Fanonsche Prinzip nicht nur für richtig, sondern auch für unvermindert aktuell halte. Und zwar will ich im ersten Schritt noch einmal an den Wendepunkt in der deutschsprachigen Diskussion über Rassismus zurückgehen, nämlich an ein Buch erinnern, dessen Titel für die rassismuskritische Forschung in Deutschland geradezu emblematisch geworden ist. Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, von Anita Kalpaka und Nora Retzel aus dem Jahr 1986. Nach diesem Blick zurück möchte ich dann in einem zweiten Schritt erläutern, warum der Begriff struktureller Rassismus aus rassismuskritischer Perspektive streng genommen eine semantische Redundanz darstellt. Er stellt eine semantische Redundanz dar, weil Rassismus immer strukturell ist. Und ich will im dritten Schritt erläutern, warum es dennoch wichtig ist, und zwar analytisch und handlungspraktisch, zwischen individuellem, kulturellem und institutionellem Rassismus zu unterscheiden. Okay, kleiner historischer Rückblick. Es gehört zu den bemerkenswertesten Fehlleistungen kritisch ambitionierter Gesellschaftswissenschaft in Deutschland, dass ein für moderne Gesellschaftsverhältnisse so grundlegender Sachverhalt wie der Rassismus über einen sehr langen Zeitraum nicht als eines der Schlüsselthemen theoretischer und empirischer Sozialforschung erkannt wurde. Erst das Entsetzen über die von vielen nicht mehr für möglich gehaltene Freisetzung offen rassistischer Gewalt zu Beginn der 1990er Jahre mit dem Pogrom von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen und den Mordanschlägen von Mölln und Solingen als traurigen Höhepunkten führten zu einer breiteren wissenschaftlichen Beschäftigung mit Rassismus und in der Folge zu einer nachholenden Rezeption der internationalen Diskussion der Rassismusforschung. Aus der Distanz von über 30 Jahren lässt sich heute sagen, dass der Epochenbruch 1989 nicht nur eine neue rassistische Konstellation hervorbrachte, es etablierte sich, jedenfalls in Ansätzen, auch eine neue Form der Rassismuskritik. Dabei ist es keineswegs zufällig, dass die Diskussion in Deutschland mit der Frage einsetzte, ob es einen neuen Rassismus gibt. Die Verwendung des mit dem Nationalsozialismus identifizierten Begriffs Rassismus in gegenwartsbezogener Absicht unterlag in den beiden deutschen Nachkriegsstaaten aus historischen und moralischen Gründen einer besonderen Begründungspflicht und stieß bis in die jüngste Vergangenheit auf starke Abwehr in Politik und Wissenschaft. Die Verengung des Rassismusbegriffs auf einen historisch zurückliegenden und als überwunden deklarierten Sachverhalt aber blockierte die rassismuskritische Forschung in Deutschland nachhaltig. Deshalb wurden in der zu Beginn der 1990er Jahre aufkommenden Diskussion um einen neuen Rassismus immer auch Grundprobleme der Rassismusforschung verhandelt. Was ist Rassismus? Wo beginnt er? Welche Spielarten, Formen und Dimensionen umfasst er? Wie zeigen sich diese in der Gegenwart? Mit der Diskussion dieser Fragen begann ein Paradigmenwechsel, der weit über eine Beschreibung der Metamorphosen des ideologischen Rassismus hinausging und Forschungsperspektiven eröffnete, die es ermöglichen, die gesellschaftlichen Tiefendimensionen von Rassismen sowie ihre Verflechtungen mit anderen gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen einer Analyse zugänglich zu machen. Als eine Art Zwischenbilanz dieses, und ich verwende diesen Begriff mit Bedacht, Paradigmenwechsels im erziehungswissenschaftlichen Bereich können übrigens die beiden Sammelbände Rassismuskritik, herausgegeben von Rudolf Leibrecht, Paul Mecheril, Klaus Melter und Diebke Scharatow, im Jahr 2009 gelesen werden, an die ich in meinem Buch bewusst, und zwar bis in den Titel hinein, anknüpfe. In der Frage nach einem neuen Rassismus war also, so meine These, auch immer die Frage nach einer Neubestimmung des Rassismusbegriffs enthalten, in dem Dimensionen von rassistischer Realität sichtbar werden, die in der hierzulande bis dahin unangefochten dominierenden Zweieinigkeit von Vorurteils- und Rechtsextremismusforschung unsichtbar blieben. Und ein Initialtext für diese Neubestimmung des Rassismusbegriffs ist das 1986 erschienene Buch von Anita Kalpaka und Nora Retzel mit dem Titel Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, auf das ich nun etwas näher eingehen möchte. Von Anfang an bezog sich die Frage nach einem neuen Rassismus
auf eine spezifische Gestalt des Rassismus, die mit der veränderten weltgesellschaftlichen Konstellation seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu tun hatte. Was als antimigrantischer Rassismus in den Ländern des globalen Nordens beobachtet wurde, war nur im Kontext der Migrationsbewegungen im Gefolge der Dekolonisation und der mit ihr einhergehenden Etablierung neokolonialer und neoimperialer Ausbeutungs- und Unterdrückungsstrukturen zu begreifen. In dem Buch »Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein« markieren Kalpaka und Rätzel diesen spezifischen, außertheoretischen Bezugspunkt bereits mit dem ersten Satz ihres Beitrags. Sie schreiben, Zitat, »Wenn Deutsche, Einwanderinnen, ablehnen, diskriminieren, marginalisieren, wird in der Bundesrepublik meistens von Ausländerfeindlichkeit, selten von Rassismus gesprochen.« Zitat Ende. Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus fungierten in Deutschland über Jahrzehnte als Ausweichbegriffe, um sich nicht mit den neuen, nämlich im Kern postkolonialen und postnationalsozialistischen Formen von Rassismus in der Gegenwart auseinandersetzen zu müssen. Dass man es aber mit Rassismus zu tun hatte, zeigte sich für Kalpaka und Rätzel allein schon daran, dass keineswegs alle Einwanderinnen, sondern eben nur bestimmte und nicht zufällig ausgewählte Gruppen von sozialer, politischer und rechtlicher Marginalisierung, extremen Formen der Ausbeutung bis hin zu Menschenhandel und offenen Gewaltangriffen betroffen waren. Es waren in der Bundesrepublik ArbeiterInnen aus den sogenannten Anwerbestaaten, unter anderem der Türkei, Griechenland, Marokko und Jugoslawien, die im staatlich regulierten System der hierarchisierten Arbeitsverteilung, dem sogenannten Gastarbeitersystem, jenen Mechanismen ausgesetzt waren, die Emanuel Wallerstein treffend als Ausschluss durch Einbeziehung bezeichnet hat. Die Diagnose, dass bei diesen Ein- und Ausschlussmechanismen nicht nur kapitalistische, sondern immer auch rassistische Logiken im Spiel seien, widerspreche keineswegs, so betonten Kalpaka und Rätzel, dass das Rassekonzept, in Anführungszeichen, in Politik und Öffentlichkeit nur noch selten Verwendung findet. Zitat, der Mechanismus des Rassismus kann auch wirken, ohne dass explizit das Wort Rasse benutzt wird. Zitat Ende. Diese für heutige Ohren vielleicht nicht besonders bemerkenswert klingende Feststellung stellte in den 1980er Jahren eine bedeutsame Zäsur dar. Sie zielte nämlich auf die systematische Rassismus-Ignoranz der bis dahin in der Bundesrepublik dominanten Form der Rassismusforschung. Kalpaka und Rätzel war bewusst, dass das Wort Rasse in der wissenschaftlich längst widerlegten Bedeutung einer biologischen Tatsache auch in den 1980er Jahren seine ideologische Wirkkraft nicht verloren hatte. Keineswegs war es aus den wissenschaftlichen, pädagogischen und sonstigen Wissensarchiven verschwunden. Im Gegenteil, die Vorstellung von naturgegebenen Menschenrassen wurde noch in den 1990er Jahren durch zahlreiche Lexika und Schulbücher in die Köpfe der nachwachsenden Generationen gebracht und gehört auch heute noch zur Alltagsmeinung vieler. So ist laut einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2022 fast die Hälfte, 49% der Bevölkerung in Deutschland, immer noch davon überzeugt, dass es menschliche Rassen von Natur aus gibt. Zugleich aber war schon in den 1980er Jahren ein folgenreicher Gestaltwandel in den Rechtfertigungen rassistischer Ausschlussmechanismen zu beobachten, der auf die weltweite, etwa in der Antirassismuskonvention der UN zum Ausdruck kommenden Ächtung des Rassismus reagierte. Während von liberaler Seite behauptet wurde, dass man im postrassistischen Zeitalter angekommen sei, weil der Mythos der Rasse ein für allemal widerlegt sei, waren von antiliberaler Seite längst Ersatzkonstruktionen jenseits des alten Rassenrassismus entwickelt worden. Dieser Rassismus ohne Rasse, wie es Kalpaka und Rätzel in Anknüpfung an Etienne Balibar und Stuart Hall nannten, aber war aus der Perspektive der traditionellen Rassismusforschung gar nicht zu fassen. Für diese nämlich war von Rassismus allein dann zu sprechen, wenn explizit von einer nach Höher- und Minderwertigkeit gegliederten Hierarchie naturgegebener Menschenrassen die Rede war, die in einer sich wissenschaftlich gebenden Doktrin gelehrt wurde. Der traditionelle Rassismusbegriff bezog sich ausschließlich auf den weltanschaulichen Rassismus des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der auch als wissenschaftlicher Rassismus bezeichnet wurde.
In dieser ideengeschichtlichen Sichtweise avancierte de Gobineaus 1853 veröffentlichter Essay über die Ungleichheit der Menschenrassen, in dem der als Schriftsteller reüssierende französische Diplomat sein wissenschaftlich verpacktes Drama von der Degeneration der Rassen durch Rassenvermischung erzählte, zum Urtext des Rassismus, von dem aus eine aufsteigende Linie sich kumulierender Radikalisierungen über Lagarde, Chamberlain und vielen anderen bis hin zum Vernichtungsrassismus Hitlers als katastrophalen Endpunkt gezogen wurde. Rassismuskritik bestand dann darin, die falschen Voraussetzungen der Rassedoktrinen zu widerlegen, sie ihrer Pseudowissenschaftlichkeit zu überführen und die Vorurteile über Rassen durch wissenschaftliche Aufklärung zu entkräften. Exemplarisch für dieses traditionelle Verständnis von Rassismus ist das Buch Die Rassenfrage in Wissenschaft und Politik der US-amerikanischen Kulturanthropologin Ruth Benedict, neben Margaret Mead, eine der bekanntesten Vertreterinnen der berühmten Carl Schramm Personality School in der Nachfolge von Franz Boas. Im Nachkriegsdeutschland wurde das Buch Benedicts mit hoher Auflage und auch in Form von Broschüren unter die Leute gebracht und sollte zur antirassistischen Aufklärung und Toleranzerziehung, vor allem des pädagogischen Fachpersonals, beitragen. Tatsächlich stellte das Buch aber eine Verteidigung der Rasseforschung dar. Rasse, so schrieb Benedict, Zitat, ist kein moderner Aberglaube, wie manche Amateurgleichmacher behauptet haben, sie ist eine Tatsache. Der Rassismus aber ist nicht wie die Rasse ein Gegenstand, der wissenschaftlich untersucht werden kann, er ist gleich einer Religion ein Glaube, der nur historisch studiert werden kann. Zitat Ende. Für Benedict war Rasse ein Gegenstand der Wissenschaft, Rassismus aber das Gegenteil von Wissenschaft, nämlich Dogma, Vorurteil und Aberglaube. Reproduzierte sich in dieser Trennung eines biologischen Begriffs von Rasse und eines auf Glaube und Vorurteile reduzierten Begriffs von Rassismus der traditionelle Mythos einer Wissenschaft als reiner, interesseloser, allein dem Erkenntnisfortschritt verpflichteter Forschungstätigkeit, so zeugte dieses angesichts der Verstrickungen der wissenschaftlichen Rassenforschung in die Gewaltgeschichte der kolonialen Epoche, wie auch die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus, nicht nur von einer bemerkenswerten Ignoranz, offensichtlich übernahm hier der wissenschaftliche Antirassismus eine exkulpatorische, also von Schuld entlastende Funktion für den wissenschaftlichen Rassismus. Die traditionelle Rassismusforschung kennzeichnete insgesamt eine dreifache Verengung des Problems. Sie richtete den Fokus zeithistorisch auf die pseudowissenschaftlichen Verirrungen des wissenschaftlichen Rassismus seit Ende des 18. Jahrhunderts, koppelte den Rassismusbegriff ideengeschichtlich an explizit rassistische Weltanschauung und thematisierte den Rassismus primär im Kontext der völkischen und faschistischen Bewegungen und des Nationalsozialismus. Diese zeitliche, analytische und methodische Blickverengung kam den politischen und gesellschaftlichen Dethematisierungsbedürfnissen im Nachkriegsdeutschland überaus gelegen, schien doch der wissenschaftliche Antirassismus zu bestätigen, was die offizielle Politik wie ein Mantra rezitierte, dass nämlich der Rassismus mit dem Nationalsozialismus in Deutschland verschwunden sei. Treffend fasst Robert Miles die legitimatorische Funktion der traditionellen Rassismusdefinition zusammen. Zitat: Wendete man die von ihr, Benedict, wie auch ähnlich von anderen traditionellen Rassismusforscherinnen, vorgeschlagene Definition streng an, würde man zu der Schlussfolgerung gelangen, Rassismus sei in Europa im 18. Jahrhundert entstanden und zu einer einflussreichen Ideologie geworden, im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Blüte gekommen, habe dann begonnen dahin zu siechen und sei schließlich einige Jahre nach 1945 ziemlich schnell gestorben. Zitat Ende. Gleichwohl die Legende vom überwundenen Rassismus durch eine Vielzahl offen rassistischer Vorfälle in der Geschichte der Bundesrepublik wie auch der DDR immer wieder Risse bekam, repräsentierte sie für Jahrzehnte die Mehrheitsmeinung in Politik und Öffentlichkeit und der wissenschaftliche Antirassismus lieferte dafür die Rechtfertigung. Dieser Legende setzten Anita Kalpaka und Nora Retzel die Formulierung von der Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, entgegen. Sie symbolisiert den Bruch mit der traditionellen Rassismusforschung und antizipiert mit kaum zu übertreffender Prägnanz, worin der Paradigmenwechsel bestand, der sich in den 30 Jahren nach der Veröffentlichung des gleichnamigen Buches Nachholen zum internationalen Forschungsstand vollziehen sollte. Die zentrale Botschaft lautete: Will man den Rassismus in der Gegenwart begreifen,
muss man den Rassismus neu begreifen. Schon damals thematisierten Kalpaker und Rätzel das Problem des Alltagsrassismus in seiner institutionellen und strukturellen Dimension. Diese Fokusverschiebung spielte sich keineswegs in der Abgeschiedenheit des akademischen Elfenbeinturms ab, sondern hatte einen sehr praktischen Erfahrungshintergrund. In ihrem Einleitungsessay »Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein« 30 Jahre später, zur Neuherausgabe des Buches im Jahr 2017, schreiben die beiden Rassismuskritikerinnen, dass es ihre Erfahrungen in einer der vielen damals noch sogenannten Ausländerinitiativen waren, die sie dazu brachten, den Alltagsrassismus der deutschen Gesellschaft in Institutionen wie etwa Arbeits- und Wohnungsämtern, Ausländerbehörden, Schul- und Gesundheitsbehörden, auch Einrichtungen der sozialen Arbeit zum Untersuchungs- und Veränderungsgegenstand zu machen. Zitat: Welche Bilder von Ausländern, von ihrer Kultur, in Anführungszeichen, existierten in diesen Institutionen? Welche rechtlichen Vorgaben, Arbeitsabläufe und Handlungskonzepte und wie waren sie zu verändern? Zitat Ende. Mit solchen Fragen stießen Kalpaker und Rätzel, so berichten sie, auf heftige Abwehr, nicht nur in den Behörden und der Kommunalpolitik, sondern auch bei vermeintlichen Bündnispartnerinnen des linken politischen Spektrums. Zitat: Es wurde uns vorgeworfen, den deutschen Faschismus zu verharmlosen und die Opfer des Holocaust zu beleidigen, wenn wir die alltäglichen Diskriminierungen von Eingewanderten als Rassismus bezeichneten. Wo wir von institutionellem Rassismus sprachen, wurden die Bediensteten von Behörden gegen den Rassismusvorwurf in Schutz genommen. Zitat Ende. In dem Einleitungsessay von 2017 nehmen Kalpaker und Rätzel eine theoriegeschichtliche Einordnung ihres Textes von 1986 vor. Es handele sich um den ersten weit verbreiteten Text zu Alltagsrassismus und institutionellem Rassismus in der Bundesrepublik, der ideologietheoretische, kulturtheoretische und subjektwissenschaftliche Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen versuchte. Zitat Ende. Tatsächlich liest sich der Text, den die Autoren selbst rückblickend als Zeitdokument gewertet wissen wollen, als eine analytische Suchbewegung, die durchaus disparate Theorietraditionen verknüpft. Spannend ist dies auch deswegen, weil der Text analytische Perspektiven noch zusammendenkt, die heute häufig als sich wechselseitig ausschließende Gegensätze diskutiert werden. So interpretieren Kalpaker und Rätzel Rassismus auch als rebellierende Selbstunterwerfung und als Form der ideologischen Vergesellschaftung und greifen damit die Frage nach der subjektiven Funktionalität von Rassismus in den gegebenen Gesellschaftsverhältnissen wieder auf, wie sie schon in der psychoanalytisch-soziologisch ausgerichteten Autoritarismus- und Antisemitismusforschung der frühen kritischen Theorie eine zentrale Rolle spielte. Die Differenz zur traditionellen Rassismusforschung markierend begründen Kalpaker und Rätzel ihre Analyseperspektive rückblickend so, Zitat: Unser Ansatz, rassistische Unterscheidungsschemata und Handlungen nicht als ein Problem von individuellen Einstellungen vermeintlich irregeleiteter Individuen aufzufassen, sondern nach ihrer Funktionalität und Sinnhaftigkeit in den gegebenen Verhältnissen zu fragen, ist nach wie vor hilfreich, um den Blick auf die Strukturen und Verhältnisse zu richten, in denen sich handelnde Individuen bewegen und von denen sie bewegt werden. So kann das Verhältnis von Alltags- und institutionellem Rassismus herausgearbeitet und die Verstrickung in rassistische Verhältnisse nicht bloß als individuelles Problem gedeutet werden. Nicht zuletzt aus solchen Überlegungen heraus hatten wir das Buch »Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein« genannt. Zitat Ende. Rückblickend waren es vor allem 4 Perspektivverschiebungen, die den paradigmatischen Wert jenes schmalen Bändchens mit dem so enorm wirkungsvollen Titel ausmachten. Erstens, Rassismus ist nicht auf ein Problem der Vergangenheit zu reduzieren, sondern stellt ein Problem der Gegenwart dar, das die Gesellschaft als Ganze betrifft. Er ist keine Erbschaft, kein Relikt aus der Vergangenheit, das in der Gegenwart fortlebt, sondern eine der Gegenwartsgesellschaft inhärente Struktur. Zweitens, Rassismus ist nicht auf ein Problem extremistischer Gewalt und Gewaltattacken zu reduzieren, sondern vollzieht sich im Prozess des Alltags, der alltäglichen, gewöhnlichen, normalen Praktiken des Alltagslebens, wie die Erfahrungen der alltäglich von Rassismus Betroffenen zeigen. Rassismus stellt ein Ensemble sozialer Praktiken dar. Er ist in die sozialen Praktiken integriert und wird dadurch zu einem routinisierten, als normal betrachteten Verhalten. Ein Gedanke, der vor allem in der Theorie des Alltagsrassismus von Philomena Esselt in dem Buch
Understanding Everyday Racism aus dem Jahr 1991 ausgearbeitet ist. Übrigens ein großartiges Buch, das bis heute immer noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Drittens, Rassismus ist nicht auf subjektives Fehlverhalten zu reduzieren, sondern stellt ein gesellschaftliches Verhältnis dar, ist in gesellschaftliche Strukturen und Institutionen eingebaut, sodass es zur Aufgabe der Rassismuskritik gehört, die strukturellen, institutionellen Mechanismen sichtbar zu machen, durch die sich das rassifizierte System der sozialen Ungleichheit reproduziert. Und viertens, Rassismus ist kein abweichendes Verhalten, keine Krankheit und kein Wahn, sondern für ganz gewöhnliche Gesellschaftsmitglieder subjektiv funktional. Die Analyse der subjektiven Funktionalität von Rassismus in den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen ist deshalb ein Bestandteil der Forschung. Die Analyse dieser 4 Dimensionen war allerdings nur auf der Grundlage einer Neubestimmung des Rassismusbegriffs möglich, die aus den Verengungen der traditionellen Rassismusforschung hinausführte. Eine wichtige Rolle spielten dabei die oft als neomarxistisch etikettierte Rassismustheorie von Robert Miles und die von Stuart Hall, der heute als einer der Wegbereiter der Postcolonial Studies gilt. Die Differenz, ja die in einigen Punkten Gegensätzlichkeit der Positionen von Miles und Hall wurde in dem deutschsprachigen Diskurskontext allerdings lange Zeit ignoriert. Übrigens auch bei Karl Parker und Rätzel, obwohl es bei ihr um politisch folgenreiche Weichenstellungen der Rassismus geht. Der Streit dreht sich vor allem um 2 Fragen. Erstens, ist Rasse respektive Race ein analytisch nutzloser Begriff, der schleunigst auf den Schutthaufen der Begriffsgeschichte zu entsorgen sei? Das ist die These von Miles. Oder aber ist Rasse eine für die Rassismuskritik unverzichtbare soziale Kategorie? Das ist die These von Hall. Und zweitens, sind alle Rassismen Unterformen des kolonialen Rassismus, der koloniale Rassismus, also das Paradigma, dem alle Formen des Rassismus unterzuordnen sind, oder gibt es auch nicht koloniale Formen des Rassismus? Die tiefe Spaltung, die die rassismuskritische Diskussion heute kennzeichnet, verläuft exakt entlang der Beantwortung dieser beiden Fragen. Es sind Schlüsselfragen der Rassismuskritik und der rassismuskritischen Debatte. Deswegen behandle ich sie in meinem Buch auch recht ausführlich, weil die Beantwortung dieser Fragen auch handlungspraktisch enorm folgenreich ist. An dieser Stelle vielleicht nur so viel. Ich teile bezogen auf die erste Position von Hall, auf die erste Frage die Position von Hall. Das heißt, ich denke, man muss sie teilen, wenn man Rassismus als strukturelles Problem begreifen will. Bezogen auf die zweite Frage aber stehe ich der Position von Miles näher. Das heißt, ich denke, dass es auch innereuropäische und nicht koloniale Formen des Rassismus gibt. Und dazu würde ich eben auch den Rassismus gegen Sintize und Romja rechnen, aber auch den modernen säkularisierten Antisemitismus, in dem Juden als zu vernichtende Gegenrasse schlechthin imaginiert werden. Wie gesagt, das sind extrem folgenreiche Weichenstellungen und wenn Sie möchten, können wir nachher in der Diskussion darüber ja noch ein bisschen sprechen. Was die Rassismusdefinition angeht, stehe ich ebenfalls eher auf der Seite von Hall. Miles macht meines Erachtens zu viele Trennungen. Er trennt zum Beispiel zwischen Prozessen der Rassifizierung und der Bewertung der Rassifizierung oder auch zwischen Rassifizierung und Ausgrenzungspraxis. Dies sind meines Erachtens künstliche Trennungen, die es im wirklichen Leben nicht gibt. Das spielt alles zusammen, wie dies auch Mark Terkessidis zutreffend kritisiert hat. Halls diskurstheoretischer Rassismusbegriff macht diese Trennung nicht und bekommt dadurch viel besser die negativen Effekte von Rassifizierungsprozessen in den Blick. Ich habe die Miles-Hall-Kontroverse in meinem Buch, wie gesagt, relativ ausführlich dargestellt. Einmal, weil ich die Kontroverse zwischen beiden für exemplarisch halte und zum anderen, weil die Rassismustheorien beider in Deutschland nach wie vor einflussreich sind. Ich möchte hier darauf jetzt aber nicht weiter eingehen, sondern auf meinen zweiten und dritten Punkt zu sprechen kommen, nämlich, dass es bei dem Begriff struktureller Rassismus streng genommen um eine semantische Redundanz handelt, weil Rassismus immer strukturell ist, dass aber dennoch analytisch zwischen individuellem, kulturellen, institutionellen und strukturellen Rassismus unterschieden werden muss. Okay, ich möchte dazu zunächst den Unterschied zwischen institutionellem und strukturellem Rassismus beleuchten.
Bei diesen Begriffen ist in der aktuellen Diskussion ein großes Durcheinander zu beobachten, und zwar bei den Befürworterinnen wie den Gegnerinnen dieser Begriffe gleichermaßen. Sie werden von vielen immer noch eher als politische Kampfbegriffe wahrgenommen und bleiben häufig analytisch diffus. Häufig werden sie sogar synonym verwendet, was sie aber nicht sind. Wenn institutioneller Rassismus und struktureller Rassismus gleich wären, dann bedürfte es nicht zweier Begriffe. Im Gegenteil, es kommt darauf an, die Begriffe präzise voneinander zu unterscheiden, weil mit ihnen unterschiedliche Wirklichkeitsaspekte korrespondieren. Beide Begriffe, institutioneller wie struktureller Rassismus, haben eine längere Tradition. Sie sind fest verankert in der Black Radical Tradition der amerikanischen Rassismuskritik. Der Begriff des institutionellen Rassismus wurde von Stokely Carmichael und Charles Hamilton 1967 in ihrem Buch Black Power, Politik der Befreiung in Amerika eingeführt und bezog sich schon dort auf Institutionen in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, war also nicht auf staatsrassistische Systeme verengt. Das ist sehr wichtig. Mit Staatsrassismus haben wir jetzt im NS-Staat oder auch im Apartheidstaat Südafrika zu tun, mit einer offen rassistischen Gesetzgebung. Institutionellen Rassismus aber gibt es auch in demokratisch verfassten Staaten, die sich explizit antirassistisch verstehen. Dazu würde ich zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland zählen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass institutionelle Verfahren, und zwar auch staatliche institutionelle Verfahren, die demokratischen Verfassungsnormen unterminieren. Dieser Sachverhalt stößt zwar bei den politisch Verantwortlichen immer noch auf starke Abwehr, ist aber durch eine Reihe wissenschaftlicher Studien mittlerweile empirisch klar nachgewiesen. Wichtig ist dabei auch, sich klar zu machen, dass institutioneller Rassismus etwas anderes ist als Rassismus in Institutionen. Der Formulierung Rassismus in Institutionen liegt die Vorstellung zugrunde, dass es einzelne, irgendwie boshafte oder vorurteilsvolle Menschen sind, die das Wohlergehen anderer Menschen aus rassistischen Motiven missachten, es sich also um ein individuelles Fehlverhalten in staatlichen Institutionen handele. Es wird dann häufig die Metapher von den faulen Äpfeln verwendet, die aus der ansonsten reibungslos funktionierenden Mostfabrik herauszufiltern seien. So wird etwa im Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus der Bundesregierung aus dem Jahr 2017 argumentiert, in dem geradezu mustergültig der Begriff des Rassismus in Institutionen gegen den Begriff institutioneller Rassismus ausgespielt wird. Bei institutionellem Rassismus hingegen geht es tatsächlich um institutionelle Prozesse, um Verfahren, Gesetze, Normen und Regeln, Routinen, Handlungslogiken, historisch gewachsene Wissensbestände, auch Professionsverständnisse, Programme und Konzepte und anderes mehr, die direkt oder indirekt zu Ungleichbehandlung entlang rassifizierender Gruppenmerkmale führen. Und so etwas gibt es, wie gesagt, nachweisbar in einer ganzen Reihe von staatlichen Institutionen. Expertisen der unabhängigen Kommission Antiziganismus, deren Mitglied ich war, haben dies bezogen auf Rassismus gegen Sintiz und Romja, etwa für kommunale Behörden, Wohnungsämter, Sozialbehörden, dem Schulsystem, Jobcenter, Einrichtungen des Gesundheitssystems zweifelsfrei nachgewiesen. Ich halte dies, gerade auch mit Blick auf effektive und substanzielle Handlungsstrategien gegen Rassismus, für eine extrem wichtige Analyseebene, zu der auch wissenschaftlich in Deutschland nach wie vor viel zu wenig gearbeitet wird. Der Begriff des strukturellen Rassismus zielt auf etwas anderes. Er bezieht sich auf den gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhang des individuellen und kollektiven Lebens im Ganzen, in dem die individuelle, kulturelle und institutionelle Dimension des Rassismus, genauer die kontextspezifisch virulenten Spielarten des Rassismus gleichermaßen integriert sind. Theorien des strukturellen Rassismus versuchen die Persistenz, die Beharrlichkeit rassifizierter sozialer Ungleichheit zu erklären. Soziale Ungleichheit entlang rassifizierender Gruppenmerkmale zeigt sich zunächst einmal in den Sozialstrukturdaten. Also wenn wir mal auf die Sozialstrukturdaten der USA schauen, da ist das aus historischen Gründen eine Demokratie, die auf einer Sklavenhaltergesellschaft aufgebaut wurde, besonders deutlich zu sehen. Der Medianwert des Vermögens weißer amerikanischer Haushalte ist dort 20 Mal höher als der entsprechende Wert für schwarze Haushalte. Das ist der sogenannte Black-White Wealth Gap.
Aber nicht nur die Armuts- und Reichtumsverteilung verläuft entlang der Color Line, auch im Bildungssystem existiert unverändert der sogenannte Black-White Achievement Gap und auch die 20-mal höhere statistische Wahrscheinlichkeit für junge schwarze Männer von der Polizei getötet zu werden, sowie die 5-mal höhere Wahrscheinlichkeit eines Gefängnisaufenthalts als für junge weiße Männer unterstreichen den Tatbestand, dass es innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft kaum einen Bereich gibt, der nicht durch unfaire Verteilungsregeln entlang rassifizierter Merkmale gekennzeichnet ist. Aber auch in Europa und auch in Deutschland ist dies überhaupt nicht anders. Wer zum Beispiel arbeitet in Deutschland zu welchen Bedingungen in der Fleischindustrie? Wer ist dort in Bereichen besonders schwerer, widriger körperlicher Arbeit mit überlangen Arbeitszeiten, erhöhter Unfallgefahr und niedrigster Bezahlung tätig? Wer arbeitet zu welchen Bedingungen im Versandhandel? Und wer als Erntehelfer auf dem Spargelfeld? Wer arbeitet rund um die Uhr als Pflegekraft in privaten Haushalten? Wer arbeitet in der bezahlten Hausarbeit? Wer arbeitet in den Branchen, in denen die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte zum Geschäftsmodell gehört? Und wer zählt zu den überzähligen, den irregulären, den offiziell gar nicht existierenden? Wenn wir so fragen, werden wir schnell erkennen, dass das System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der gesellschaftlichen Verteilung materieller, sozialer und kultureller Ressourcen auch in Deutschland nicht nur nach Klasse und Geschlecht strukturiert ist, sondern eben auch entlang rassifizierter Hierarchien verläuft. Aber hier stoßen wir auf ein Problem, nämlich den Mangel an empirischen Daten. In Deutschland gibt es aus einer Reihe von Gründen, die nicht zuletzt mit der Verbrechensgeschichte dieses Landes zu tun haben, bis heute kaum aussagekräftige Daten zur faktischen Ungleichstellung rassifizierter Gruppen. Während die Forschung zu strukturellem Rassismus in den USA eng mit der langen Geschichte der Black Radical Tradition verknüpft ist und auf empirische Datenerhebungen zurückgreifen kann, ist die Forschungslage in Deutschland äußerst kümmerlich. Neben dem Mangel an repräsentativen empirischen Daten gibt es wenig Forschung, die sich mit den sozialen Prozessen, den Ursachen und Mechanismen der dauerhaften Reproduktion rassifizierter Ungleichheit beschäftigt. Stattdessen ist eine gereizte Abwehr bei den Gegnerinnen und eine intellektuelle Unschärfe bei den Befürworterinnen des Begriffs zu beobachten. Häufig wird er schlicht als Gegenbegriff zum individuellen Rassismus verflacht und mit institutionellem Rassismus gleichgesetzt. Das heißt, wir haben bezogen auf das Problem des strukturellen Rassismus in Deutschland einen enormen Nachholbedarf an sowohl empirischer als auch theoretischer Forschung. In meinem Buch habe ich deshalb vor allem auf die US-amerikanische Forschung der Critical Race Studies zurückgegriffen, die da erheblich weiter sind. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Arbeiten von Eduardo Bonilla Silva oder auch das Buch Struktureller Rassismus und die Erklärung der dauerhaften rassischen Ungleichheit von César Cabezas. Bonilla Silva ist deshalb interessant, weil er schon sehr früh einen materialistischen Rassismusbegriff ins Spiel gebracht hat. Rassismus also nicht als bloße Ideologie oder Vorurteilssyndrom interpretiert, sondern von den materiellen Lebensbedingungen der Menschen ausgeht und von da aus die ideologischen Formen entwickelt. Die Basisthese seiner Theorie ist, dass Prozesse der Rassifizierung reale Strukturen formen und dass Race entsprechend ähnlich wie Klasse und Geschlecht eine gesellschaftliche Strukturkategorie darstellt. Je ungleicher die Lebenschancen der rassifizierten Gruppen, desto rassifizierter das soziale System und umgekehrt, so Bonilla Silva. Gesellschaften sind demnach so lange als rassistisch zu bezeichnen, solange eine Ungleichheit der Lebenschancen entlang rassifizierter Merkmale besteht. Nach Bonilla Silvas Überzeugung trifft dies auf alle Gesellschaften der Gegenwart zu, auch auf liberale Demokratien, die ihrem eigenen Anspruch nach antirassistisch sind. Strukturtheoretisch argumentiert auch César Cabezas in seiner im Jahr 2020 an der Columbia University in New York vorgelegten Doktorarbeit. Soziale Strukturen sind Netzwerke sozialer Beziehungen, die durch das Handeln der Gesellschaftsmitglieder reproduziert werden, indem diese an den sozialen Praktiken partizipieren. Mit diesem Begriff der sozialen Struktur kann Cabezas unter anderem erklären, wie ein Rassismus ohne Rassistinnen funktioniert. Wenn also niemand Rassistin sein will und sich doch das System der rassifizierten Ungleichheit reproduziert. Nach Cabezas hat dies sehr stark mit einem positionalen Interesse, also damit zu tun, die eigene privilegierte gesellschaftliche Position zu erhalten oder gar auszubauen, und zwar durchaus intergenerationell.
Es ist dieses positionale Interesse, das Leute dazu motiviert, in einer Weise zu handeln, die zur Reproduktion der rassifizierten Ungleichheitsstruktur beiträgt, und zwar auch dann, wenn diese ihren eigenen Überzeugungen nach Rassismus ablehnen. Cabezas weist dies empirisch am Entscheidungsverhalten weißer liberaler Eltern nach, die im Interesse einer erfolgreichen Zukunft ihrer Kinder diese auf Schulen schicken, durch die faktisch rassifizierte Segregation im Schulsystem der Vereinigten Staaten reproduziert wird. Es bedarf keiner bewussten rassistischen Absicht, sondern nur des positionalen Interesses, um die Struktur zu reproduzieren. Vielleicht verstehen sich die liberalen Eltern politisch als Antirassistinnen, nehmen an Demonstrationen gegen Racial Profiling der Polizei teil, unterschreiben Petitionen gegen rassistische Polizeigewalt. Aber indem sie gleichzeitig ihrem positionalen Interesse entsprechend handeln, reproduzieren sie die Struktur, durch die rassifizierte Ungleichheit erhalten bleibt, eine Art strukturmotivierter Rassismus wider Willen also. Im wirklichen Leben, im gesellschaftlichen Alltagsleben allerdings, und damit komme ich zu meiner Schlussthese, haben wir es bei der Reproduktion der rassistischen Struktur zumeist mit einem Zusammenspiel der individuellen, kulturellen und institutionellen Dimension des Rassismus zu tun. Alltagsrassismus, so die bereits erwähnte These von Philomena Asset aus Understanding Everyday Racism, bezeichnet nicht einfach einen Rassismus im Alltag, sondern den Sachverhalt, dass Rassismus in die Reproduktionsprozesse des Alltagslebens eingebaut ist, dass also sowohl die kulturellen Wissensbestände als auch die sozialen Beziehungsmuster und die Subjektivierungsformen rassifiziert sind. In geschichtlichen Prozessen langer Dauer haben sich, so die Annahme, die mit den materiellen Verhältnissen verwobenen, rassifizierten Denk- und Handlungsformen in den Alltagswelten festgesetzt, sind Teil des individuellen und kollektiven Habitus und der sozialen Beziehungsmuster geworden und gehören zum kulturellen Inventar gesellschaftskonformer Stereotypisierung. Deshalb ist auch die analytische Trennung zwischen individuellem, kulturellem und institutionellem Rassismus streng genommen künstlich. Faktisch spielen sie im gesellschaftlichen Prozess des Alltagsrassismus immer zusammen. Für Deutschland lässt sich dies exemplarisch, und dieses Beispiel präsentiere ich auch in meinem Buch, für den Rassismus gegen Sinti und Romja klar und deutlich nachweisen. Denn wenn auch aus den genannten Gründen der statistischen Daten zur Ungleichstellung fehlen, so gibt es dennoch genügend Anhaltspunkte dafür, dass der Begriff des strukturellen Rassismus keineswegs ein leeres Gedankenkonstrukt ist, sondern eine empirische Realität beschreibt, und zwar auch in Deutschland. Auf der Ebene des individuellen Rassismus etwa hat die Einstellungs- und Vorurteilsforschung quantitative Daten generiert, die zeigen, dass es tiefsitzende antiziganistische Wahrnehmungsschemata in großen Teilen der Bevölkerung gibt, die mit einer hohen Diskriminierungsbereitschaft gegenüber Sinti und Romja korrespondieren. Auf der Ebene des kulturellen Rassismus liegen ebenfalls umfangreiche Studien vor, die zeigen, dass rassistische Wissensbestände, Narrative, Bilder und Stereotype über Sinti und Romja tief in der europäischen Kulturgeschichte verankert sind und es heute die Muster der Wahrnehmung prägen. Und auch auf der Ebene des institutionellen Rassismus wissen wir, dass rassifizierende formelle und informelle Unterscheidungspraktiken nach wie vor die institutionellen Handlungsroutinen im Umgang mit Sinti und Romja in starkem Maße lenken. Es ist also genügend kritisches Wissen vorhanden, um begründet sagen zu können, dass die Lebenssituation von Romja und Sinti in Deutschland durch individuellen, kulturellen und institutionellen Rassismus geprägt sind, die in ihrem prozessualen Zusammenspiel die Realität des strukturellen Rassismus, also die dauerhafte ungerechte Schlechterstellung und Schädigung von Sinti und Romja hervorbringen. Vor allem die Forschung zu Rassismuserfahrung hat dies sichtbar gemacht. Und hier möchte ich Ihnen das Buch Unter Verdacht, Rassismuserfahrungen von Romja und Sinti in Deutschland von Isidora Angelovic und ihrem Forschungsteam empfehlen. In ihm werden nicht nur das Ausmaß, sondern auch die lebenszerstörenden Auswirkungen rassistischer Wirklichkeitszusammenhänge, denen die Mitglieder der Minderheit ausgesetzt sind, in einer nie zuvor dagewesenen Weise dokumentiert. Eine der im Buch dargestellten Fallgeschichten ist die von Erika Meier. Erika Meier wird 1943 in einem NS-Konzentrationslager geboren. Sie überlebt. Aber auch nach 1945 hat für sie und ihre Familie der Schrecken kein Ende. Nicht nur, dass die Bundesrepublik sich Jahrzehnte verweigerte, den Völkermord an den Sinti und Romja anzuerkennen.
Den Überlebenden wurde überdies auch weiterhin durch staatliche Behörden und andere gesellschaftliche Institutionen gravierendes Unrecht zugefügt. So auch der Familie von Erika Meier. Alle Familienmitglieder leiden unter schweren gesundheitlichen, psychischen und physischen Problemen als Folge der Zwangsarbeit, Lagerhaft und Mangelernährung. Ihr gesamter Besitz ist weg, die ökonomischen Grundlagen sind vernichtet. Die Familie ist zum Sozialfall geworden und wird von der Wohlfahrt in einer Holzbaracke untergebracht, in der zur NS-Zeit sowjetische Kriegsgefangene eingesperrt waren. Kommunale Verwaltung, Justiz, soziale Arbeit und Polizei arbeiteten auch nach der Gründung der Bundesrepublik an der Ausgrenzung der schwer traumatisierten Völkermordüberlebenden, die wie Aussätzige behandelt wurden und vielfach dauerhaft von Armut betroffen waren. Der Rassismus gegen sie setzt sich in allen staatlichen Institutionen fort, zum Beispiel auch in der Schule. Erika Meier berichtet, wie die Kinder aus den Holzbaracken von dem Gatsche als Z-Siedlung stigmatisiert in der hintersten Reihe der Schulklasse platziert wurden. Sie berichtet von der stigmatisierenden Andersbehandlung der Kinder durch die Lehrerin. Sie berichtet von offen rassistischen Beleidigungen und körperlichen Attacken durch die Mitschülerinnen und dem demonstrativen Wegschauen des Lehrpersonals. Sie berichtet von Gewaltangriffen im Urlaub, als die Familie von einer Gruppe von 20 Neonazis attackiert wird. Und sie berichtet von den Gewaltangriffen beim Einkaufen, als ein Rassist Erika Meier so massiv körperlich attackiert, dass sie einen Niereninfarkt erleidet. Sie berichtet von den Behörden, die rassistischen Straftaten gegen sie nicht verfolgen. Sie berichtet von einer Realität, in der in jedem vorhersehbaren und unvorhersehbaren Augenblick der Rassismus für sie und ihre Familie eine tödliche Gefahr darstellt. Die von Anita Awususi und Tayo Awususi-Onuto dokumentierte Lebensgeschichte der Erika Meier, die ich hier nur äußerst verkürzt wiedergegeben habe, lesen Sie das wichtige Buch von Isidora Randjelovic und ihrem Forschungsteam, zeigt, wie umfassend die Rassismuserfahrungen sind. Rassismus wird in allen gesellschaftlichen Bereichen erlebt. Alle Dimensionen des Rassismus, individuell, kulturell und institutionell, spielen ineinander und stellen eine umfassende rassistische Struktur dar. Ebenso, wie es Fanon schon 1952 schrieb: Ein für alle Mal stellen wir folgendes Prinzip auf. Eine Gesellschaft ist entweder rassistisch oder nicht. Solange man diese Evidenz nicht erfasst hat, wird man an einem großen Teil der Probleme vorbeigehen. Vielen Dank für Ihr Interesse.